Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ihr werdet euch vielleicht wundern, was ist denn das? Wer sich vielleicht daran erinnert, Ende Mai hatte ich ein kleines Experiment mit euch gestartet, und zwar Lego als Investition. Ist das eine Lösung? Kann man das machen? Bringt das irgendwas? Und damals hatte ich euch gezeigt, was ich gekauft hatte. Wir hatten, ich mache mal einen kleinen Überblick, wir hatten 5 von diesen Brickheads, diesen Seasonal Brickheads mit dem Rentier und diesen Elfen. Dann noch einmal den Brickhead hier mit diesem Dragon Dance Guy. Dann haben wir 3 Autos von Speed Champions, zwar die jetzt wahrscheinlich jetzt schon EOL gegangen sind. Dann haben wir einmal dieses Star Wars Set aus der Mandalorian Serie mit der einzigen Cara-Figur, die es wohl gibt, und die wird es ja wohl nicht mehr geben nach dem ganzen Disput mit der Schauspielerin. Und dann haben wir noch zweimal dieses Harry Potter Set mit dem Expecto Patronum, und dann haben wir noch, da oben ist das andere übrigens, noch hier das Star Wars Set mit dem TIE Fighter. Das ist von diesem Jahr, habe ich damals gekauft, als der 4. Mai war. Da habe ich den für, glaube ich, 23 € oder sowas bekommen. Da habe ich ihn zweimal gekauft, anstatt für, glaube ich, 50 ungefähr. Wir schauen gleich nochmal auf die Zahlen. Und heute, einige Wochen, Monate sind vergangen, schauen wir uns mal einfach mal die Zahlen an, einfach um mal so ein bisschen Gespür zu bekommen, ob sich da schon irgendwas getan hat. Was ist der Wert des Ganzen? Hat sich da was getan? Hat sich's gelohnt? Ist vielleicht irgendwas ein bisschen nach hinten losgegangen momentan? Was waren falsche Entscheidungen? Was war eine gute Entscheidung? Und ja, ich wollte einfach hier nochmal zeigen, was wir alles haben. Und gleich gehen wir an den Rechner und schauen uns mal ein paar Zahlen zu dem Thema an. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dabei. Und ja, also wie gesagt, es ist ein Experiment. Nicht jeder sieht es als eine gute Idee an, Lego als Investition zu nutzen. Das ist wie gesagt nur ein Experiment, ein paar Sachen. Ich habe nichts dazu gekauft in der Zwischenzeit. Es ist wie gesagt ein Experiment und wir schauen uns einfach gleich mal die Zahlen an. So, da wären wir jetzt am Rechner. Diese Excel-Tabelle habt ihr wahrscheinlich schon mal im letzten Mal gesehen. Ich habe die jetzt ein bisschen aktualisiert. Wir sprechen gleich darüber. Ihr seht einfach hier die Set-Nummer, wie das Set offiziell heißt, wann ich es gekauft habe. Ihr seht, ich habe 2020 3 Stück gekauft und dann nochmal ein paar 2021. Das ist der UVP, also was der offizielle ausgegebene Preis von Lego ist. Was ich dafür bezahlt habe, da ist auch anteilig die Versandkosten mit eingerechnet, falls ich es bestellt habe. Ich habe alles bestellt. Wie oft ich das Ganze habe, wann das rausgekommen ist und ob das Ganze jetzt EOL ist, und die beiden Spalten hier hinten sind neu. Das heißt, ich habe damals die Rentier und Elfen habe ich ja 5-mal gekauft, da eben das Set EOL ist und man gesehen hat, dass eben die letzten älteren weihnachtlichen Brickhead-Sets enorme Preissteigerungen dann zum nächsten Weihnachten hin und dann in den Jahren danach bekommen haben. Habe ich damals, als ich die für 15,88 bekommen habe, gleich mal 5 Stück gekauft. Und jetzt gehen wir mal kurz in diese Zeile, und zwar eBay Durchschnitt heißt das hier oben. Das heißt, ich gehe einfach auf eBay, können einfach mal reingehen, ebay.de. Dann nehmen wir, das wollte ich euch noch gar nicht zeigen, das schauen wir uns gleich nochmal an, die 40353. Dazu gehen wir hier auf die erweiterte Suche. 40353 Lego, genau. Und dann gehen wir hier unten noch auf verkaufte Artikel und können auf Finden klicken, und dann sehen wir, für was die Dinger verkauft wurden in letzter Zeit. Und ihr seht, die Preise sind teilweise wirklich im Keller momentan. Als ich die Liste hier gemacht habe, ich habe es immer so gemacht, ich habe OVP, guter Zustand, mir angeschaut, die letzten 4 verkauften und dann einfach einen Durchschnittswert berechnet. Das heißt, momentan liegt hier bei 13,35 bei der Qualität an Box. Was heißt, dass ich also 13,35 pro Stück. Das heißt, ich habe momentan hier einen Verlust, natürlich, weil ich die 15,88 gekauft habe. Und insgesamt sind die 5 Stück jetzt mit 12,68 € im Minus. Das könnte man jetzt erstmal als schlecht ansehen, aber das Ganze ist ja auch eher langfristig gesehen. Momentan ist eben auch nicht die Weihnachtszeit. Die Geschäfte versuchen, die letzten Sets, die sie noch haben, rauszubringen. Das heißt, der Markt ist ein bisschen überflutet momentan noch. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, jetzt zu kaufen. Haben wir auch mal wieder was gelernt. Ansonsten der Drachentanzmann, der war damals schon EOL eigentlich. Der Verkaufspreis war 9,99 €. Ich habe ihn dann für 17 € gekauft, weil damals gab es tatsächlich kaum noch welche bei eBay oder sonst wo zu kaufen. Und wie ihr seht, momentan ist der Markt jetzt, warum auch immer, wieder überflutet, weswegen man den für durchschnittlich 7, 8 € bekommt. Das heißt, der eine ist jetzt minus 9 €. Auch das ist jetzt natürlich erstmal mies, aber schauen wir mal langfristig, wohin sich das entwickelt. Dann haben wir das Expecto Patronum Set.
Habe ich ja zweimal, haben wir ja gerade gesehen. Also das Harry Potter Set. 19,99 eigentlich. Ich habe es für 20,37 mit Versand gekauft. Das heißt, eigentlich war es ein bisschen günstiger. Ich habe Versand noch zahlen müssen. Momentan bei eBay Durchschnittspreis 28,40. Das heißt, ich habe hier ein Plus von 16,05 € zusammengerechnet für die beiden Sets momentan. Und der Imperial TIE Fighter, der jetzt dieses Jahr rauskam, der Preis ist 40 Euro, habe ich schon versprochen, habe ich damals für 23,89 bekommen, obwohl es jetzt komplett brandneu war. Das war wie gesagt damals zum Star Wars Tag am 4. Mai. Und das Ganze heißt, ich habe hier ein Plus von 25,33 €. Okay, ich musste hier kurz mal einen kleinen Cut machen, was unter anderem daran liegt, dass hier die Ausgabenzeile falsch berechnet war, weil ich die Anzahl der Sets nicht mit einbezogen hatte. Aber jetzt sind wir wieder komplett richtig. Alles, was ich vorher gesagt hatte, war auch richtig. Aber jetzt schauen wir mal kurz hier. Hier sind die drei Speed Champions. Die habe ich auch am Star Wars Tag gekauft. Einfach rein zufällig, weil die da auch ein bisschen runtergesetzt waren. Kosten eigentlich 15 Euro das Stück. Ich habe inklusive dem Teil als anberechneten Porto zwischen 13 und 14 Euro gezahlt, also weniger. Aber momentan ist der Preis dafür auch im Keller, was wohl auch daran liegt, dass jetzt die letzten Sets wohl rausgeschmissen werden von den verschiedenen Läden. Das heißt, wir sind hier ein bisschen im Minus. Hier 5 Cent, 1,30, hier 2,61 im Durchschnittspreis bei eBay. Und ja, das wird sich auf jeden Fall noch entwickeln, denn es hat sich einfach gezeigt, dass die Speed Champions, wenn sie wirklich nicht mehr zu haben sind, relativ schnell im Preis steigen. Da bin ich gespannt, ob das auch bei denen dieses Jahr sein wird. Und ansonsten habe ich hier noch den AT-ST-Räuber, also das Mandalorian Set, kostet eigentlich 60 Euro, habe ich damals für 45 Euro bekommen. Ich weiß nicht, bei welchem Online-Shop, das war ein Angebot an dem Tag. Und der war damals eh noch recht schwer zu bekommen. Inzwischen gibt es noch ein paar, aber da liegt der Preis momentan bei eBay im Durchschnitt bei ungefähr 50 Euro. Das heißt, hier sind wir auch ungefähr 5 Euro im Plus. Das heißt, nach der Rechnung mit den eBay-Durchschnittspreisen bin ich ungefähr 21 Euro im Plus, was ein Plus von 7,76% macht, also ungefähr 8% Wachstum bisher. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt schlecht, wenn man bedenkt, dass die Sachen hier ja noch im Minus sind und die wahrscheinlich auch noch steigen werden. Denke ich, dass wir hier in relativ naher Zukunft bis zum Ende des Jahres ganz locker im zweistelligen Plusbereich sein werden. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann zur Weihnachtssaison wird, wenn dann wirklich die Sets, die jetzt EOL sind, auch wirklich richtig EOL gehen. Und ansonsten kann ich euch nochmal eine andere Seite zeigen, die sehr interessant ist, und zwar heißt die Brick Economy. Und zwar kann man hier seine Sets, die man hat, in seine sogenannte Collection einfügen und dann sagen, wie viel man gezahlt hat, etc. Dort gibt es auch den Retail Price, also der offiziell von Lego angesetzte Preis. Und die haben eine Preismatrix, die sich schaut, vor allem auf dem englischsprachigen Markt, was dafür bezahlt wird. Also hier ist sehr viel eBay, hier direkt den offiziellen Lego-Preis, Amazon. Und aus diesen ganzen Zahlen wird ein Durchschnittspreis berechnet, vor allem jetzt eben auf dem amerikanischen Markt. Und da sieht man dann jetzt mit den 14 Sets, die ich hier habe, also ein bisschen hübscher als meine Excel-Tabelle natürlich. Hier eben der Imperial TIE Fighter, der AT-ST-Räuber, die Rentier-Sets, die drei Speed Champions, dieser Dragon Dance Guy und das Expecto Patronum Set. Und das wird alles ganz schön so mal aufgeführt und da sieht man auch jetzt hier eine schöne Aufschlüsselung nach eben Themen. Das heißt, ich habe zum Beispiel 85 Euro in Brickheads, 36 Euro in Speed Champions, 100 Euro ungefähr in Star Wars und 35 Euro in Harry Potter. Hier nochmal aufgeteilt nach den Jahren des Erscheinens. Und nach deren Berechnung ist der offizielle Wert nach dem, was Lego ansetzt, 334 Euro. Also das wäre das, wenn man es direkt bei Lego gekauft hätte, dann zum offiziellen Preis. Ich selber habe 270 Euro nach deren Rechnung gezahlt. Kann man mal schauen, ob das irgendwo hinkommt. 269,64, das stimmt genau. Und die kommen auf einen aktuellen Wert von 293 Euro, was ein Plus von 8,67% macht, was sich relativ mit dem deckt, was ich hier ausgerechnet habe. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach nur eBay die letzten Verkäufe als Referenz genommen, jeweils die letzten 4 Käufe. Und die haben eben eine größere Datenbank. Das heißt aber auch hier ist es sogar ein bisschen besser. Das heißt, wir sind zwischen 7 und 8% im Plus. Würde man es jetzt als ganz allgemeine Kapitalanlage sehen, in irgendwelchen Aktien, ETFs etc., würde man sich mit 8,6% auf jeden Fall ganz zufrieden geben, würde ich mal sagen. Ist eine schöne Wertentwicklung, man kann gespannt sein, wohin sich das Ganze entwickelt. Vor allem bei den Star Wars Sets. Ich bin immer der Meinung, dass der AT-ST Rider hier in absehbarer Zeit
enormen Preissprung machen wird, sobald er nicht mehr zu haben ist. Er wird ja auch nicht mehr nachproduziert aufgrund eben der Streitigkeiten über die Aussagen der einen Schauspielerin, und auch der Imperial TIE Fighter wird sicherlich irgendwann ganz gut im Preis steigen, denn die Figuren, die hier drin sind, sind, soweit ich weiß, momentan zumindest noch ganz einfach exklusiv hier. Man sieht hier auch, was die einzelnen Figuren wert sind, also wenn man die einzeln verkaufen würde. Und ja, also es ist auf jeden Fall, wenn wir hier nochmal reinschauen, was die Figuren eigentlich wert sind. Man sieht ja hier schon, dass der Mandalorian 12 Euro alleine wert wäre und die Cara Dune Figur auch schon 12 Euro. Wie gesagt, das ist die Figur, die es nur in einem einzigen Set gibt, und die wird auch nicht mehr nachproduziert werden, also auch das Set nicht. Ich glaube, dass allein diese Figur eine enorme Preissteigerung durchmachen wird, und sollte ich irgendwann nochmal ein Set recht günstig finden, werde ich es vielleicht nochmal kaufen. Einfach weil ich wirklich denke, dass das hier eine sehr gute Wertanlage ist. Wie gesagt, das Ganze ist ein Experiment. Ich habe jetzt nicht vor, damit Tausende von Euro an Gewinn zu machen. Es ist ein Experiment für mich, für euch, damit ihr so ein bisschen mit reinschauen könnt. Ich habe ja gelesen, dass es auch ein paar doch interessiert, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und ist einfach so ein kleines Side-Projekt. Wenn es euch nicht interessiert und ihr nur für die Bauprojekte da seid, schaut euch nur die Bauprojekte an, kein Problem. Ich bin einfach selbst interessiert und ich dachte einfach so als Experiment, könnte es auch andere interessieren. Und ja, das ist unser aktueller Stand, zwischen 7 und 9% Wachstum. Und ja, dann schauen wir einfach ein paar Monate nochmal rein, oder wenn sich irgendwas ergibt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's dann heute. Das nächste Video ist sehr wahrscheinlich wieder ein Update-Video. Könnt ihr euch gerne darauf freuen. Ich hoffe, es gefällt euch auch dann wieder. Und wie gesagt, am Donnerstag ist der Tag, an dem die Brookworld ein Jahr alt wird. Da bin ich selber gespannt, ob wir die 6000 Abos bis dahin schaffen. Ich schaue mal ganz kurz auf meinem Handy, wo wir gerade stehen, was die Abonnentenzahl ansteht. 5979, also 21 Abonnenten fehlen nur noch. Da bin ich gespannt, ob wir die noch bis Donnerstag, bis zum Jubiläum schaffen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen darüber. Ich bin einfach mal zuversichtlich und sage viel Spaß beim selber bauen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und bleibt gesund und dann bis dann. Tschüss.